Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Herzenssache, dem Podcast von Madame Fogana. Heute habe ich wieder mal einen ganz, ganz tollen Gast. Ihr kennt mich ja, meine Christine ist ja mein Homebuddy, aber dadurch, dass wir eben so viel mit Partnern arbeiten, ist es natürlich auch schön, zu Wort kommen zu lassen. Und heute habe ich als Gast die Sabine. Und jeder, der hoffentlich ihr alle uns fleißig auf Instagram und Facebook und uns folgt und auf der Webseite, hat mit Sicherheit schon mal Sabines Gesicht gesehen und von ihrem Projekt gehört in Chito in der Volta-Region, wo sie die Charity Emmanuel Academy unterstützt. Und wir haben uns überlegt, dass es doch total schön wäre, wenn sie mich mal besucht und von sich selber ein bisschen erzählt. Denn ihr kennt mich ja, so persönliche Gespräche bringen einfach so Lebensgeschichten und die Realität vor Ort in Ghana, ja, einfach viel besser können wir das darstellen, als wenn wir euch einfach nur einen Projektbericht schicken. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, danke schön. Hallo Bettina, danke für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich. Gerne, sehr gerne. Wie ihr Lieben alle schon sehen könnt, ich sitze in Accra. Wo sitzt du denn, Sabine? Wo finden wir dich heute Morgen? Ich sitze jetzt gerade in Köln in meinem kleinen Wohnzimmer. Okay, wunderbar. Dann haben wir so, keine Ahnung, 6.000 bis 7.000 Kilometer zwischen Mhm. uns. Und wie immer gilt es, wenn unser Ton nicht perfekt ist, unser Bild, wenn ihr den Videopodcast schaut, nicht perfekt ist, dann bitten wir euch, das nachzusehen. Genau, weil wir das zwar mit einer richtigen Software machen, aber uns einfach dann hier, besonders bei mir in Ghana, auch einfach mal das Netz einen Strich durch die Rechnung macht. Sabine, jetzt fragen sich die Leute sicherlich, was ist denn das? Was machst du? Magst du uns ein bisschen, jetzt vielleicht gar nicht erstmal übers Projekt, sondern ein bisschen von dir erzählen? Also, wer bist du denn, Sabine? Ja, wer bin ich denn? Das ist eine gute Frage. Ich bin ein Mensch, der sich in Ghana in das Land verliebt hat und in Menschen und so sind wir in Kontakt gekommen. Ja, aber zu mir, ich bin 39 Jahre alt. Komme aus einer Großfamilie mit vielen Geschwistern. Ich arbeite in der Film- und Medienbranche. Ich sitze hier in Köln, bin aber auch aus dem Kreis Darmstadt-Frankfurt, wo ich auch teilweise wohne. Das ist vielleicht so das Wichtigste zu mir. Und über die Liebe zu Ghana und Menschen dort bin ich zu dir gekommen, Bettina, und freue mich, Ja, dass wir uns kennengelernt haben. genau. So hat Ghana die Liebe zwischen zwei deutschen Frauen zu Ghana genutzt, um was Gutes für die Leute zu tun. Genau. Vielleicht magst du mal einsteigen mit deiner persönlichen Motivation. Klar, es geht hier um Ghana und um dein Projekt, was du initiiert hast und wo wir dich unterstützen dürfen. Aber warum bist du das erste Mal nach Ghana geflogen? Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen her. Das war 2015, also jetzt genau ein bisschen mehr als 10 Jahre her. In Deutschland war das gerade die Zeit der großen Flüchtlings ja, Krise, sagt man ja, Welle. Also sind sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und ich war da ehrenamtlich engagiert in der Flüchtlingshilfe. Und da kam in mir irgendwann so der Moment, der Impuls, dass ich dachte, eigentlich muss man mal so an die Anfänge zurück. Wo kommen diese Menschen eigentlich überall her? Wie sind deren Lebensbedingungen? Man hat ja keine Ahnung, man sitzt in Deutschland, lernt die kennen, wenn sie hier ankommen und versucht irgendwie zu helfen und kennt deren Lebensrealität nicht. Und der Rest war einfach wirklich so ein nächtlicher Impuls. Ich habe angefangen zu googeln und das war wirklich eine eher spontane Idee, dass ich dachte: „Okay, ich muss da jetzt irgendwo hin“, und natürlich aber trotzdem irgendwie, in Relation. Also, ich wollte jetzt nicht in ein Kriegsgebiet, aber irgendwie, ja, ich kam dann auf Afrika und hatte irgendwie noch so ein paar Rahmenbedingungen, wie dass ich dachte, ach, englischsprachig wäre ganz gut, dass ich da vielleicht auch selbst ein bisschen besser zurechtkomme. Und der Rest war eigentlich mehr ja, Zufall oder vielleicht war es auch Schicksal, es war zumindest nicht besonders geplant. Also ich habe gegoogelt und kam dann irgendwann auf Ghana, und da habe ich eine Website entdeckt, die sah gut gemacht aus und ich dachte auch, ja, sieht doch super aus, sah ganz professionell aus und habe da so ein Volunteerprogramm entdeckt.
und dachte, ja, mache ich mal, schreibe ich mal hin, melde ich mich an, und habe dann auch gedacht, ja, das sei irgend so eine Organisation, wie man das so immer wieder gehört und gesehen hat. Da kommt man als Volunteer hin, kriegt so ein bisschen was gezeigt, kann vielleicht ein bisschen was helfen. Ja, Punkt. Ich war da so naiv, dachte, ja, passt schon, ich melde mich da mal an, und schwuppdiwupp, dann leitet man so alles ein, was man dafür braucht, Visum und Co. und Flugticket kaufen. Ähm, ja, so war das. Und dann bin ich in Accra gelandet, und wurde ganz schnell mit der Realität konfrontiert, dass ich festgestellt habe, durch den netten Menschen, Apia heißt er, der mich abgeholt hat, dass da keine so große Organisation dahinter steht, bei der ich jetzt gelandet bin und eingeführt werde, sondern tatsächlich nur ein Junge oder junger Mann, der in dem Dorf Chito aufgewachsen ist und es aber geschafft hat, zu studieren und dann sein Dorf bzw. die Schule, aus der er kam, bei so einem Volontierprogramm anzumelden. Es war tatsächlich eine einmalige Geschichte, also keine große Organisation. Es war einfach nur eine gut gemachte Website, was ganz Einmaliges. Und der hat mich dann quasi an die Hand genommen und wir sind erstmal ein bisschen wild durch Ghana gefahren, bis wir irgendwann in Chito gelandet sind. Ja, so fing das an. So ein bisschen erinnert mich das an meine Geschichte. Ich bin ja auch hingefahren und dann habe ich auch gemerkt, oh Gott, das ist gar nicht so. Aber das sind natürlich klar, wenn wir beide uns jetzt da so drüber unterhalten, dann, weißt du, dann lachen wir und so. Aber damals war das wahrscheinlich überhaupt gar nicht lustig für dich, ne? Weil ich meine, ich war ja, also ohne Wertung, das meine ich jetzt nicht wertend, ne? Aber ich war ja noch mal 15 Jahre vor dir dran, wo hier, ich sag mal, es noch gar nichts gab, auch kein Internet und diese ganzen Sachen. 2001, da war noch nichts. Jetzt warst du zumindest, ich sag mal, 15 Jahre später und dann Volta-Region, Richtung Ho, sagen wir mal, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da schon auch so ein bisschen kurzzeitig wahrscheinlich Panik gekriegt hast, oder? Weil du einfach gedacht hast, da wird so ein bisschen, ja, ist ein bisschen organisierter eben, ne? Ja, ja, total. Also Panik wirklich nicht. Ich hatte auch nie Angst, aber es war schon so ein kleiner Schockmoment. Also einfach dieses Ankommen und erst mal realisieren: „Okay, es ist nicht so organisiert und geplant, wie ich das ein bisschen erwartet hatte.“ Bloß einfach wirklich dieser Kulturschock und Weltschock. Also, Ja, man klar. fliegt in Frankfurt los und dann kommt man in Accra an und das ist eine andere Welt. Und dann ist Apia mit mir als erstes in den Trotro gestiegen. Das sind ja so die kleinen Busse, da wird ganz viel reingequetscht also ich meine mich zu erinnern, da war ein Huhn mit dabei und Lebensmittelsäcke und Co. und mein Koffer irgendwie noch hinten dran geklatscht. Das ist mittlerweile, wenn man Ghana ein bisschen kennt, ganz selbstverständlich, aber für mich aus Deutschland kommen war das natürlich erstmal ja, ein Schock, mit einer ganz anderen Welt konfrontiert zu werden und sich einem Menschen anzuvertrauen, den ich bis dahin halt gar nicht kannte, um durch ein fremdes Land zu fahren, und direkt ganz viel zu sehen und zu erleben, was man so halt nicht gewohnt ist. Und das ist erstmal so ein Kulturschock vor allen Dingen. Also es war nicht Panik, aber einfach ein Kulturschock. Also ich war erstmal, glaube ich, geschockt. Das sind halt ganz viele Eindrücke, die fremd für einen sind, die neu für einen sind, die ein bisschen erschreckend auch dann erstmal sind. Da muss man sich dann erstmal reinfühlen und warm mit werden. Mhm. Kannst du dich an die ich meine, jetzt kennst du die Strecke, Mhm. aber kannst du dich noch an diese Fahrt erinnern von ist natürlich einfach ein bisschen her und du hast danach natürlich auch noch so viel erlebt, aber diese Fahrt, sage ich jetzt mal mit dem Trotro, ne, mit diesen Überland-Buschtaxis, ähm, die erste Fahrt im Prinzip von Accra, dann über Tema und dann bis nach Chito. Hast du daran konkrete Erinnerungen? Also tatsächlich ja schon lange her. Es war vor allen Dingen lang, weil wir noch einen Umweg gemacht haben über Kumasi, weil der Apir, der mich abgeholt hat, hat in Kumasi studiert und wollte mir Oh, quasi erst mal zeigen, wo er lebt. Ich habe immer nur „Ja, ja“ gesagt. Ich wusste weder, wo genau wir da jetzt hinfahren, wie weit oh es weg Gott. ist. Ich Von einfach nur: „Ja, Accra nach ja, okay.“ Kumasi, dann nach Ho, Ja. das ist ja 'n Riesenumweg. So Also, wir waren 2 dann 2 Tage Weg, ne? eigentlich erst mal unterwegs, bis ich an dem Ort war, an den ich auch wollte. Und ich wusste aber auch, es war, wie gesagt, ja nicht so mit Ansage und Planung. Ich wusste gar nicht so richtig, was passiert, wie Oh lang sind wow. wir unterwegs.
aber ich habe es als sehr lange Reise einfach im Ja, Kopf, ne? Ist aus dem Flieger steigen, also man ist auch so ein bisschen müde vielleicht und dann ging es aber erst noch mal 2 Tage lang halt, in Trotros, durch die Gegend und einmal habe ich noch dann geschlafen in so einem kleinen Zimmerchen, weil wir halt einmal übernachten mussten, bevor wir dann wirklich Richtung Chito sind. So habe ich das noch in Erinnerung. Es war einfach sehr, sehr lang. Ich wusste gar nicht so richtig, wo sind wir, wo geht's hin? Und schon mal ganz viel davon mitgekriegt, wie man reist in Ghana. Also ich saß hast du in schon vielen ein Handy verschiedenen dabei? Trotros. Hattest du damals schon ein Handy dabei? Gab es da Handys schon? Weiß nicht, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Vor 10 Ja, Jahren gab es da Handys? Gab es also da ich schon hatte ein WhatsApp? Handy, aber ich glaube, es war tatsächlich noch so ein bisschen ältere Krücke. Ja, ja, okay. Aber konntest du zu Hause Bescheid sagen? Weil das war ja bei mir immer Thema, ne? Hilfe, lebt die noch? Ja, ähm, aber auch nicht direkt, weil dann musste man sich erst mal, ne, irgendwie 'ne SIM-Card besorgen und so weiter. Also, ich weiß, dass ich dann irgendwann 'ne E-Mail geschrieben habe, Okay. hat aber, glaube ich, auch 'n bisschen gedauert. Also, klar, meine Familie saß natürlich, also, vor allen Dingen meine Eltern saßen natürlich ganz aufgeregt zu Hause und haben darauf Ja, gewartet, dass mein erstes Zeichen kommt, ja klar. Ähm, aber doch, also, es gab Handys, aber es hat halt dann auch 'n bisschen gedauert und irgendwie war ich dann auch schnell in dieser Welt und, hatte, glaube ich, auch gar ni erst mal nicht direkt das Bedürfnis, mich irgendwo zu melden, weil ich so sehr damit beschäftigt war, irgendwie selber erst mal irgendwie anzukommen und auf all das, klarzukommen, was da so ja, auf diese Welt. ja. Das ist was, was vielleicht auch einfach interessant ist. Das geht mir nämlich auch so und das ist, glaube ich, auch, für jeden, der einfach gut, du bist ja dann nach einer Weile wieder nach Hause gefahren. Du warst ja jetzt nicht jahrelang hier, aber Nein, dass man hier wirklich, wenn man hier ankommt, auch mir geht das jetzt so, du bist halt in einem ganz anderen Kontext, du hast ein ganz anderes Leben. Und du total. hast überhaupt keine klingt so endgültig, aber du hast überhaupt keine Anknüpfungspunkte irgendwie. Und ich muss mich wirklich, also ja, intentional daran erinnern, die Menschen, äh, äh, also auch selbst hier in Ghana Kontakt aufzunehmen, weil du in so einem anderen Rhythmus auch und in so einem anderen Dasein bist, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und das ist ja gar nicht böse gemeint. Das ist ja nicht so: Ich rufe nicht an.“ Das ging dir wahrscheinlich auch so, oder? Ist das was, was du auch beobachtest? Absolut. Also, jetzt auch das zweite Mal, als ich da war, immer wieder merkt man, äh, dass ja, die Zeit läuft anders. Es fühlt sich direkt alles ganz anders an und man ist in einer anderen Realität. Das ist ja dann nicht so, wie wenn man mal Urlaub macht, dass man quasi einfach nur in Anführungsstrichen in einem anderen Land ist, aber sonst ist alles wie immer. Man hat sein Handy, seine Kontakte und man kommuniziert, wie man das halt immer tut, sondern man wird halt wirklich, oder ich habe mich gefühlt wie wirklich in eine andere Welt geworfen und dann ist das so weg. Also, da denke Ja, ich dann gar nicht drauf. Ich bin in einem ganz anderen Rhythmus oder vielleicht auch einfach in gar keinem Rhythmus mehr drin, und was man so normalerweise so handhabt, gewöhnlich, ist erstmal so weg. Also, es ist ja, einfach, man denkt da ganz anders dran oder denkt auch einfach gar nicht dran und ist gar nicht einfach dran. mit was anderem, na ja, die Eindrücke und die Menschen und was man so wahrnimmt, ist was ganz anderes. Also, die Sinne werden irgendwie, glaube ich, auch ganz anders angesprochen und dann, gerät so anderes in den Hintergrund. Aber ich glaube, es ist auch gut. Also, ich, bin auch, für all diese Erfahrungen immer sehr dankbar. Ich glaube, die machen ja sehr viel mit einem und durchaus auch sehr viel Ja, Positives. ja. Und wenn wir dann auf die Reizüberflutung kommen, bist du ja dann irgendwann, wenn ich mir überlege, Accra, Kumasi, wollt ihr Ja, Wahnsinn, dann bist du ja dann irgendwann, Tag 3 oder so, wenn ich jetzt so mir ungefähr ja. überlege, wahrscheinlich dann in Chito angekommen. So, dann habt ihr da angehalten und du bist ausgestiegen. Kannst Mhm. du das mal beschreiben? Ha. Ja, das ist jetzt, glaube ich, wirklich, zu lange her und ich war wahrscheinlich in so 'nem Ausnahmezustand. Ja, Aber bestimmt. an sich, das Gefühl weiß ich aber noch, es war durchweg positiv. Also, ich glaube, deswegen sitzen wir jetzt auch hier und sprechen darüber, weil ich, von Minute eins da ein ganz positives Gefühl hatte, und mich haben da Menschen empfangen, die ich bis dato von denen ich nie gehört hatte, die ich nie gesehen hatte. Wie gesagt, es war auch keine richtige Organisation, die mir jetzt im Ja, Vorhinein irgendwie groß Infos gegeben hätte.
aber ich kam an. Wir sind dann auch erstmal ja so Schotterweg entlang gelaufen. Ähm, und dann öffnet sich quasi so das Stück Land, auf dem die Familie lebt und diese Schule stattfindet. Das Projekt kommen wir sicherlich nicht drauf zu sprechen, aber das ist dann da und wir kommen drauf und auf einmal wurde ich mit ganz weiten Armen und ganz viel Herzlichkeit empfangen und war so mittendrin zwischen Menschen, die ich bis dahin nicht kannte und die mich direkt aufgenommen haben, als würde ich zu ihrer Familie gehören. Also wie gesagt, an die Details erinnere ich mich jetzt nicht, auch nicht an die ersten Worte, aber an einfach dieses Gefühl, dass ich so überwältigt war und dachte, okay, hier bin ich irgendwie richtig. Ich weiß zwar noch nicht, wer Ja, das ist, aber ja. das fühlt sich toll an. Das ist wahrscheinlich auch einfach diese Überwältigung einfach in dem Moment, ne? Ja, Weil man natürlich, denke ich, auch schon Erwartungen hat, du auch so eine Vorstellung, nicht Erwartung im negativen Sinne, sondern klar, du versuchst dich ja mental darauf vorzubereiten, ne? ja. Nimm uns mal mit, wie lange warst du da? Ich war so 3, 4 Wochen da. Okay. Nimm uns mal erst mal mit in dann dein neues, sage ich mal, Zuhause. Wie warst du untergebracht? Wie hast du dich eingerichtet? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das wiederum war auch wieder eher, würde ich in die Kategorie Schock Ja, eingruppieren. Ähm, darauf wollte ich hinaus. Genau. Ja, ja, also wie gesagt, genau, so das Menschliche war direkt ganz positiv und herzlich und dann aber ja erstmal umschauen, wo bin ich hier und wie lebe ich hier die nächsten Wochen? Das war dann wieder Schock pur. Also natürlich bereitet man sich da gedanklich drauf vor. Das war ja auch Intention dieser ganzen Sache, sich mal in andere Mhm. Welten zu begeben, in andere Lebensbedingungen zu begeben. Natürlich war mir bewusst, dass das an sich natürlich eine Form von Armut ist, in die ich da reinkomme, aber ich hatte ja keine wirklichen Vorstellungen. Man kann viel hören und sehen in Filmen und Dokus, es ist immer was anderes, als wenn man selber mal da ist. Und für mich war es halt das erste Mal in solchen Bedingungen und das war dann ehrlicherweise dann doch erstmal ein Schock. Ähm, also das ist ein Grundstück, was diese Familie pachtet, da wohnen sie selber und dort haben sie eben eine kleine informelle Schule gegründet und hatten dann für mich quasi ein Zimmer, aber einfach bestehend, ich würde das immer als 'ne Form von Rohbau bezeichnen. Also Ja, ein Zimmer als Rohbau, und da lag eine Matratze drin und es war ein kleines Tischchen, Plastiktischchen drin, so. Erst an sich einfach, ja, was braucht man auch mehr? Aber natürlich ist es ja, ja. erstmal sehr, sehr ungewohnt und denkt so: „Ha, okay.“ Und dann als nächstes kriegt man gezeigt, wo man sich so wäscht. Und dann wurde ich erstmal mit der Realität konfrontiert, dass es da natürlich überhaupt gar kein fließendes Wasser gibt oder Sanitäranlagen oder irgendwas dergleichen, was man halt so gewohnt ist und kennt und irgendwie dann doch erstmal naiverweise erwartet. Und habe erstmal gelernt, ja, Toilette ist so eine Art Plumpsklo, das ist so ein kleiner Holzverschlag und dann ist da ein Loch im Boden und 2 Bretter drauf. Und duschen ist auch nicht. Da wird vom Dorfbrunnen Wasser geholt und dann kriegt man einen Eimer Wasser, der so groß ist ja wie so ein Putzeimer. Ja, Das musste man mir quasi auch erstmal beibringen, weil ich das natürlich gar nicht gewohnt war, wie das so geht. Und das war alles wirklich erstmal Schock. Man denkt so: „Oh Gott, wie soll das gehen? Wie kann ich mich sauber halten? Wie geht das denn?“ ja, einfach nicht dieses richtige kein richtiges Zimmer, kein richtiges Haus haben, keine richtigen Sanitäranlagen haben, keine Küche. Also die kochen dort auf einer offenen Feuerstelle, was auch ganz beeindruckend ist, aber es ist auch ein wahnsinnig langer Prozess zu kochen. Also nicht dieses, man geht in den Supermarkt, kauft etwas, legt es auf den Herd und gut ist, sondern das ist einfach ja, eine komplett andere, umfangreiche Handhabe und all das war halt auch einfach fremd und Schock. Und man denkt, wie kann man so leben? Und Gott sei Dank stellt man ganz schnell fest, man kann wunderbar so leben, man braucht eigentlich nicht mehr, aber ja, das muss man ja erstmal realisieren. Und das habe ich ja. natürlich im ersten Moment nicht. Im ersten Moment dachte ich, oh Gott, wie überlebe ich die nächsten 3 Wochen? Also, bei mir war das tatsächlich so, dass das Schlafen mit Matratze und so hat mich auch gar nicht gestört. Hattest du auch diese großen Spinnen, die so springen? Nee, Gott sei Dank nicht.
wir haben ja in Ghana diese Huntsman Spiders. Bin ich total froh, wenn ich die im Zimmer habe, weil die nämlich Moskitos und vor allem Kakerlaken fressen und so. Ne? Aber die werden halt so groß wie die Hand. Und das Unangenehme an denen ist einfach, die springen. Wenn jetzt eine Spinne krabbelt, dann kann man die ja verfolgen, weißt du? Aber wenn die Mhm. springt und die springen echt weiß, deswegen heißt die ja Huntsman Spider. Also Jagd, Huntsman, Jägerspinne, Ja, so. ja, Die hatte ich bei mir im Zimmer und das hat mich sehr gestört. Und vor allem, wenn die dann auf dem Moskitonetz sitzen. Das war so mein Schlimmstes. Und das ging dir wahrscheinlich auch so. Waschen fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil man echt feststellt, wie gut man sich auch wirklich mit 10 Litern waschen kann. Also auch, dass ja, man wirklich sauber ist. Ne? Jetzt alle, die hier jetzt zuhören, nicht die Nase rümpfen, sondern müsst ihr aus Spaß mal wirklich ausprobieren. Geht mal zu Hause in die Dusche, ja, nehmt euch einen Eimer mit, so einen großen Putzeimer, macht den voll, nehmt euch eine Tasse, ja, besser Plastik, damit es nicht kaputt geht, und euren Duschschwamm oder was auch immer ihr benutzt. Dann nehmt ihr eine Tasse und macht euch nass und Leute, das reicht. Und dann seift ihr euch richtig schön ein und dann spült ihr euch mit dem Rest ab. Das wird hier mal meine Challenge. Schreibt mir eine E-Mail oder postet auf Instagram oder so, kommentiert mal. Ich mache da mal einen Post zu, weil das geht wirklich. Und kann jetzt ich voll sehen wir mal, wie unterschreiben. viel Wasser wir Ja. verschwenden. Ja, also, ne? Total, ich versuche auch immer dieses Bewusstsein dann wieder mit nach Hause zu nehmen, weil ich dann immer ich kann es nicht ausrechnen, da fehlt mir ein bisschen das kann ich nicht gut einschätzen, aber wie viele Eimer wir verbrauchen eigentlich, wenn wir Ja, so klar. normal duschen. Und wenn man Gibt dann ja auch eigentlich sich Statistiken bewusst zu. macht: „Nee, es reicht, ein Eimer reicht. Wir könnten so viel weniger Wasser, verbrauchen beziehungsweise verschwenden“, weil es geht wirklich. Und ich bin also mir liegt Reinheit, Sauberkeit und Ordnung sehr am Herzen. Deswegen war das für mich wahrscheinlich der große Schock, aber dann eben Ja, festzustellen, das reicht. Aber ich kriege mich damit auch gut sauber. Das ist jetzt nicht so, ja, dass man dann halt auf Sauberkeit verzichtet, sondern man lernt, dass ein Eimer reicht. ja. Ich fand dann für mich war das Schlimmste eigentlich so die Toilettensituation, ne? Dass man echt, Ja. wenn man auf Toilette geht, bei mir war das in APU halt auch so ein Plumpsklo, ne? Mhm. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, oder nee, das finde ich eigentlich nicht schlimm, weil es eigentlich auch gut ist, wenn man mit dem Pöppo, ne, mit dem Pöpsch dann nämlich in der Luft hängt, berührt man ja nichts. Also gerade als Frau, ne, möchte man da ja nicht so gerne irgendwas berühren. Das finde ich, oder das hat mich nicht gestört. Der Weg war immer so blöd. Ne? Da musste ich daran denken, wie bei uns die Bauern oder wer auch immer, ja, damit meine ich jetzt nicht die Bauern, also früher, sagen wir vielleicht mal früher bei uns, war Toilette ja, sag ich mal, auch auf dem Gang oder auf der Ebene. Ähm, weil man merkt ja echt, bist gerade wieder reingegangen und denkst, oh, ich müsste eigentlich noch mal Pipi. Weil man so Psychochonder wird, weil man denkt, oh, ich muss jetzt eigentlich noch mal auf Toilette und dann musst du wieder. Bei mir war das durchs ganze Dorf. Also ich musste ja von APU oben vom Berg runter an den See, also 400 Meter. Da überlegst du dir dreimal, ob du jetzt wirklich noch mal Pipi musst oder nicht. Ne? Ja, Ähm, Da bei mir war einfach der Weg, dieses echt bequeme, Aufstehen, weiß ich nicht, 3, 10, 20 Schritte, je nachdem, wie groß die Wohnung oder keine Ahnung ist, und dann einfach nachts und gerade nachts, ne, Pipi nachts, ja. machen und wieder zurück ins Bett. Oh, das hat mich immer sehr gestört. Ja, ich fand auch, vor allen Dingen, das kommt natürlich generell ja in fremden Ländern oft dazu, dass man also bei mir zumindest, dass man auch eine etwas bewegtere Verdauung vielleicht mal hat, je Ja, ja, nachdem, was klar. man so gegessen hat. Und dann genau, nachts im Dunkeln, ich hatte dann auch so eine Stirnlampe, weil Ja, also die Ghanaer können da wunderbar entlanglaufen, aber ich bin halt dann die tollpatschige Deutsche, die aufpassen muss, dass sie nicht über jeden zweiten Stein fällt. Also dann so nachts irgendwie über Stolpersteine und dann halt im Zweifel auch mehrmals und manchmal schneller. So, das ist tatsächlich, ja, der Weg ist eine Challenge und im Dunkeln und genau, an sich Plumpsklo, das, wenn man nachliest, das in der Hocke ist ja auch sehr gesund ja, für Darm und alles. Also daran kann ich damit habe ich auch, da gewöhnt man sich dann schnell dran, aber ich finde auch so dieser Weg dahin und auch im Dunkeln in so einem Holzverschlag zu sitzen und da ist man ja dann auch zusammen mit so ein paar Tierchen, das ja, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. ja, ja, das stimmt. Wenn man jetzt einfach bedenkt, weißt du, du hast also diese ganze Umstellung und dann natürlich ganz anderes Essen. Aufs Essen können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Und dann eben auch die Nächte so unruhig. Wie sah denn dann dein Alltag in der Schule aus? Was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe
Ich habe einfach mitgemacht, was die da machen. Also, es gehörte mit zu meiner, ja, kleinen Naivität, mit der ich da hingereist bin. Wie gesagt, ich dachte, ich komme da als Volunteer hin. Man sagt mir ein bisschen, wie ich auch, was Sinnvolles dort tun kann und letztendlich würde ich im Nachhinein sagen, ich war gar nicht so sinnvoll für die. Die haben mir einfach wahnsinnig viel gezeigt. Ich habe deren Alltag mitgemacht. Ich habe Ja, bei der Familie gelebt. Das fängt dann an mit ganz früh morgens aufstehen, Wasser vom Brunnen holen, erst mal alles fegen, was auf dem Feuer ansetzen, erstmal Wasser zum Kochen bringen. Irgendwann geht die Schule los. Ab 7 Uhr treffen die ersten Kinder ein, ab 8 Uhr geht der Schulunterricht los und das habe ich einfach erstmal eigentlich mehr beobachtet, als dass ich wirklich geholfen habe. Und mit der Zeit, ne, man wird ja dann natürlich so warm mit den Leuten und was da so passiert. Und dann habe ich mich hier und da auch mal eingebracht. Ich hatte dann vor allen Dingen mir so ein bisschen das Thema Hygiene vorgenommen, weil das auch das erste war, was für mich so augenscheinlich war, ja, dass die halt ja auch noch nicht mal gewohnt sind, sich Hände zu waschen und so. Da habe ich dann mal eine kleine Einheit zu gemacht oder ähm, was Müll angeht, weil klar, es gibt keine wirkliche Müllinfrastruktur, geschweige denn Mülleimer und die Gewohnheit, Dinge in einen Mülleimer zu werfen. Das habe ich dann auch, ich glaube, es war ein kleiner kläglicher Versuch, aber ich habe versucht, das so ein bisschen quasi dazu mal eine kleine Unterrichtseinheit zu machen. Ja, und wenn die Schule vorbei und mit den Kindern zu spielen natürlich. Also ich habe einfach viel dann mit denen gespielt und die Pausen so verbracht. Da habe ich mich dann noch ein bisschen mehr mit einbringen können. Und nach der Schule dann aber auch wieder den Alltag der Familie mitgemacht. Alles, was dazugehört, von Kochen, Wäsche waschen, die das Gelände instand halten und ja. die sind am Wochenende immer zu ihrem kleinen Ackerfeld gelaufen, um dort, wo sie noch was anbauen, auch für die Kinder. Das habe ich dann auch mitgemacht. Bin dann da halt am Wochenende mit aufs Feld und habe Feldarbeit mitgemacht. Also ich bin dann einfach mit dem Strom geschwommen sozusagen. Ich habe mich da mit Mhm. reinziehen lassen in deren Alltag, habe da ein bisschen mitgemacht. Ähm, ja, wie gesagt, ob ich wirklich eine Hilfe war, weiß ich gar nicht. Ich habe aber einfach, deren Leben miterlebt und mitgemacht Ja. und hier und da Mein versucht, was reinzubringen, aber ja. weiß nicht, ob das so Meine, wir sinnvoll war. beide wir beide kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und auch ganz gut. Wie gesagt, du warst ja jetzt, vor Kurzem erst, wieder hier, um eben das Projekt, auf das wir jetzt kommen, dann, auch noch mal zu schauen, dass wir uns beide auch persönlich kennenlernen und so. Und du kennst ja meine Einstellung zu dieser ganzen Volontärgeschichte, eben Stichwort, was du sagst. Die Frage ist, was kann man und so weiter einbringen und, ähm, so wie du das erzählst, eben diesen Alltag mitmachen und diese Verbindung. Ich würde das jetzt, würde für mich jetzt, wenn ich das labeln müsste, wäre das für mich so ein kultureller Austausch. Einfach, weißt du, dass Ja, man Verständnis und hoffentlich auch Empathie und dafür bekommt, wie einfach der Alltag von Menschen woanders, wo auch immer das ist, ja, da muss jetzt nicht Ghana, kann auch Peru sein oder wo auch immer, ist, ne, dass man dieses Verständnis füreinander hat, weil ich diesem Verständnis, also sehr viel Hoffnung, also da liegt, wie soll ich das jetzt sagen auf Deutsch, da liegt bei mir die Hoffnung auf dieses Verständnis füreinander, ne? Weil wenn man für etwas Verständnis hat oder es nachvollziehen kann, ohne dass man es teilen muss, ich muss jetzt das nicht toll finden oder so, aber dann schafft man eine Verbindung und ich glaube, das ist ja das, was bei uns in Deutschland und ganz viel in der Welt einfach das Problem ist, dass das Ich so sehr in den Vordergrund rückt, einfach weil die Probleme so drängend sind. Auch das ist Realität, das ist da, das verneine ich auch nicht. Aber so diese Empathie, Sympathie, das ist etwas, was so ein Austausch, wie du den gemacht hast, sicherlich leisten kann. Wo ich große Probleme mit habe, ist, wenn man dann so jemand, sage ich jetzt mal, wie dich oder damals ja auch wie mich, bewusst dazu nutzt, um eine Einstellung oder so vorzunehmen und dadurch dann eben lokalen Jugendlichen, sagen wir mal, eben diese Möglichkeit nimmt. Weil ja, natürlich also als ich geflogen bin, da gab es das noch gar nicht, ja, wie gesagt, das ist jetzt 27, 26 Jahre her. Das sah bei dir schon ein bisschen anders aus. Dann kamen ja so Programme für den Austausch. Und dann erlebe ich aber einfach auch hier viel, dass Leute, Jugendliche, und da würde ich auch gar nicht die Schuld, wenn man das überhaupt jetzt Schuld nennen kann, Schuld ist ja auch so ein großes Wort,
dann bei den Jugendlichen oder bei den interessierten Volontären sehen, sondern einfach da müsste hier das Land und auch die anderen Länder, die sowas anbieten oder wo das dann möglich ist, schauen, dass sie eben ihre eigenen Jugendlichen anstellen, also wie es in Ghana ja dieses Youth Employment gibt, wo eben Mhm. zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Schule, wo dann eben junge Leute mit eingestellt werden als Lehrer, sozusagen für ihre eigenen Leute, für ihre Ja, Society, sag ich jetzt mal, für ja. ihre Gesellschaft. Und wenn jemand wie du dann zusätzlich dazu kommt, um eben auch deine Perspektive, dass sie auch so ein bisschen kennenlernen, wie sie können nicht verstehen, wie wir leben. Dazu muss man ja auch das einfach mal im Land sein. Ne? Aber dieser Austausch, das finde ich sehr begrüßenswert so. Aber jemanden zu ersetzen, und ich meine, jetzt sind wir eben auch, wie du gerade sagst, quasi, sag mal, 12 Jahre weiter. Ähm, Da denke ich, sind wir beide auch aufgrund deines Ansatzes jetzt auch auf der gleichen Linie, dass man sagt, nee, also wir müssen jetzt nicht irgendwo hingehen und unsere 18-jährigen Studenten, sind noch nicht mal Studenten, unsere 18-jährigen Abiturienten, das Wort fehlte mir, gehen jetzt irgendwo hin und unterrichten dann eine Klasse. Also das wäre ja bei uns unvorstellbar, dass jetzt jemand in ein Gymnasium geht, so du bist jetzt der Lehrer hier für die 11a oder so. Ne? Ja. Ähm, Das Und finde ich, es das ist finde ja ich auch nicht einfach schwierig. nachhaltig. Das bringt ja niemanden, auf lange Sicht gesehen irgendwas, so. Aber also, Austausch finde ich ein sehr gutes Wort, das war's. Und das ist eigentlich auch das Sinnvolle an solchen Programmen, dass man ja wirklich einfach mal Lebensrealitäten, die einem so fremd sind, erlebt. Was man Ja. dann daraus macht, steht dann erst mal in den Sternen, aber nicht Wobei ich kommen von sagen, außen und irgendwas überstülpen wollen oder irgendwas ersetzen, was ja eigentlich aus den Menschen, aus dem Land, aus der Gemeinschaft selber kommen muss. ja, jemand wie du ist dann natürlich aber auch prädestiniert. Und jetzt kommen wir da mal zu der tollen Aktion, die du ja nicht nur vorhast, oder wo wir quasi schon mitten bis zum Hals drin Ja. stecken. Das ist jemand wie du, dann, ich sage ja immer von mir, ich bin so ein Transmitter. Ne? Ich versuche das, was hier ist, so zu greifbar zu machen und Menschen einfach zu erklären und aufzuklären. Ich hatte jetzt nur eine kleine Exkursion. Ich hatte was gepostet von unserem Kinderheim. Das ist ja was, was du jetzt vielleicht dann auch beobachtet hast, ne, wo die Kinder einfach mithelfen. Und bei uns ging das dann, du hast uns ja auch beim Kinderheim besucht in Ho, weil dein Projekt eben halbe Stunde, 20 Minuten Autofahrt sind wir quasi von unserem Kinderheim zu deiner entstehenden Schule, sag ich jetzt mal, ne? Ja, nur Genau. entfernt, wir sind ja quasi Nachbarn, und wir haben bei uns am Kinderheim Palmöl hergestellt, aber eben das natürliche, nicht dieses gerodete, wo halb Brasilien abgeholzt wird, sondern eben das natürliche, was hier schon immer vorkam, die ganz natürlichen Ölpalmen, und wo die Kinder dann einfach bei uns im Kinderheim das gezeigt bekommen und lernen und mitmachen, damit sie es selber quasi später mal für ihr Leben benutzen können. Ich vergleiche das so ein bisschen, als ob du hast mit deiner Oma auch einen Kuchen gebacken. Ich auch, damit wir mal Ja. irgendwann wissen, wie backt man Kuchen oder ein Brot. Und dann habe ich gleich Kommentare gekriegt, ist das nicht Kinderarbeit? Erstmal gibt es internationale Definitionen für Kinderarbeit, aber alle, die mich kennen, wissen, ich bin nicht so, das müssen wir jetzt hier in eine Definition pressen. Nein, ist es nicht, weil die Kinder natürlich wissen müssen, wie sie in ihrem eigenen Umfeld zurechtkommen. Ja, Stichwort Fegen. Hier haben wir Ja. nicht so einen Besen, so einen schönen mit allem drum und dran wie in Deutschland. Das sind so kleine Stöckchen von der Palme, also die Mitte von der Palme zusammengebunden. Da musst du erstmal mit Fegen lernen. Wasser heiß machen und so weiter. Ne? Also dieser Alltag Ja. in deiner Schule, so können wir ja das Mhm. ruhig sagen, dann ist ja irgendwann deine Zeit zu Ende gegangen. Und dann bist du zurück nach Deutschland. Zwischen dann und jetzt, was ist da so bei dir passiert? Wie ging es weiter und was hat dich dann letzten Endes im Prinzip zu dem Schritt ja gebracht, im Prinzip mich anzurufen, sag ich jetzt mal so. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen meine Geschichte. Es hat ja ehrlicherweise auch lange gedauert. Aber ich fange mal bei damals an. Genau, ich bin zurückgekommen und dann war's, quasi umgekehrt auch direkt noch mal 'n Kulturschock, weil dann war man auf einmal in 'ner anderen Welt, kommt zurück in seine Welt und erlebt direkt den nächsten Ja, Kulturschock. In meinem Fall war das dann auch grade die Weihnachtszeit. Ich bin Ende Dezember zu Weihnachten grad wieder nach Hause gekommen, was einerseits total schön war, weil wie gesagt, ich komme aus
in der großen Familie und direkt alle gesehen und mit allen zusammengekommen. Und gleichzeitig ist Weihnachten halt in Deutschland das Fest der Geschenkeberge und der großen Konsum. Konsum. Konsum und es wird ganz viel gegessen, es steht ganz viel auf dem Tisch, es wird ganz viel geschenkt und das war wirklich, glaube ich, dann auch der maximale Kontrast zu der Situation, aus der ich kam. Und das war tatsächlich dann auf dem Weg zurück auch alles total schwierig. Also ich erinnere mich auch daran, dass Ja. ich einerseits mich riesig gefreut habe, meine Nichten und Neffen, damals auch wirklich noch ganz klein, die ganz strahlende Augen haben an Weihnachten und ich musste mich trotzdem einmal kurz zurückziehen und Weihnachten, weil ich mit dem Kontrast erstmal gar nicht klargekommen bin. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe einfach jetzt eine ganz intensive Erfahrung hinter mir. Die hat mich jetzt, die steckt jetzt in mir und jetzt muss ich auch erstmal wieder in meine Welt zurückfinden und habe da aber schon gemerkt, okay, das war jetzt nicht einfach nur mal, ich war jetzt, habe jetzt mal ein paar Wochen einen Urlaub gemacht oder so, sondern ich habe dann auch direkt gemerkt, okay, das war jetzt irgendein Moment in meinem Leben, der wird mir sicherlich nachhaltig im Herzen und im Gedächtnis bleiben und so war es dann auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz kam trotzdem mein eigenes Leben dazwischen. Also ich kam zurück und habe auch gleich gedacht, ich möchte da auf jeden Fall irgendwann wieder hin und irgendwie möchte ich da dranbleiben und irgendwie möchte ich helfen und war im selben Moment überfordert, weil ich war alleine und habe einfach nur gedacht, was soll ich denn, ich kann alleine nichts machen, ich kann nicht helfen und hatte hier und da eine Schnapsidee, aber war schnell, glaube ich, damit überfordert und bin dann zurück in mein eigenes Leben gefallen. Bei mir war das damals so nach dem Studium und Anfang vom Berufsleben und dann habe ich mich Ja. natürlich auch erstmal darauf konzentriert, was man so beruflich und privat in so einer Lebensphase so alles aufbaut. Und dann ist das auch ehrlicherweise ganz schnell so ein bisschen in den Hintergrund geraten, wobei ich aber immer Kontakt gehalten habe. Also ich hatte Kontakt zu meiner Familie über 10 Jahre. Wir haben uns immer ein paar Mal im Jahr geschrieben oder telefoniert. Und es ist mir quasi immer so im Herzen und im Kopf geblieben. Dann kam bei mir jetzt noch hinzu, dass mein Vater sehr schwer krank war über lange Jahre, also eine Krankheitsleidensgeschichte. Und das ist dann auch etwas, was einen einfach sehr einnimmt, so die ganze Familie. Und mein Vater ist jetzt aber vor ein bisschen mehr als 2 Jahren gestorben. In dem Fall, das war eine Erlösung letztendlich auch, aber was halt so Kraft bindet. Und es war dann tatsächlich der Moment, das war der ein Jahr nach, also der erste Todestag. Und ich habe gemerkt, jetzt ist so für mich die Trauerphase vorbei. Und ich selbst persönlich bin in meinem Leben irgendwie angekommen und gesettelter, fest im Berufsleben und auch privat. Und da habe ich einfach irgendwie gemerkt, jetzt wird da gerade eine Kapazität frei. Und die möchte ich jetzt für das nutzen, was mir all die Jahre nie aus dem Herzen gegangen ist, nämlich das Dorf Chito und die Menschen dort. Und es hatte sich aber nichts daran geändert, dass ich damit ganz alleine war und ich wusste, was kann ich denn alleine anstellen? Und dann habe ich angefangen, zu googeln, zu recherchieren und bin dann dadurch auf Madame Fulgana gestoßen und habe ja ganz viel gesehen, was mich beeindruckt hat, was ihr seit so vielen Jahren schon aufbaut und verwirklicht habt. Und dann der Rest ist ja die Geschichte, die du kennst. Ich habe dich angeschrieben, ich habe dir erzählt, dass ich mal in Ghana war und in Chito war und keine Ahnung habe, wie es geht, aber dass ich irgendwas tun möchte. Und so sind wir in Kontakt gekommen und so ging das los. Das ist so was, ja, es hat 10 Jahre gedauert, aber es hat mich nie losgelassen. Es war immer ein Bedürfnis von mir und es musste irgendwie eine Kapazität dafür frei werden. Und die war jetzt da und jetzt stecke ich mittendrin mit dir und mit Madame Fulgana. Es gibt ja so ein Sprichwort, ne, there's time for everything. Also die Zeit ist immer reif für irgendwas und es hat bei dir einfach dann so gedauert. Das ist einfach so. Das ist so. Man kann manche Sachen nicht erzwingen und braucht es auch nicht erzwingen, weil es einfach reif. Genau, um das mal zusammenzufassen, du möchtest dich also jetzt, weil du eben kannst und willst, für dein Dorf und für die Schule engagieren. Im Prinzip genau wie es bei mir angefangen hat, auch mit der emotionalen und persönlichen Verbindung zu einer Region, zu Menschen dort. Sabine, was möchtest du denn da machen? Ja, es geht um den Bau eines Schulgebäudes. Denn was ich, wie ich jetzt vorhin ja schon erzählt habe, es gibt quasi die Schule als ein Ort, an den Kinder kommen und etwas lernen, aber es gibt nicht die richtigen Bedingungen dafür. Weder baulich noch infrastrukturell, geschweige denn hygienisch Bedingungen, ein Ort, an dem sicheres Lernen möglich ist. Und
dabei möchte ich quasi unterstützen, zusammen mit euch, um ein richtiges, solides, Schulgebäude zu bauen mit, Dingen, die für uns in Deutschland natürlich total selbstverständlich sind, nämlich 4 Wände und ein Dach, was sicher ist, sowohl in der Hitze als auch dann in der Regenzeit, die es in Ghana ja auch gibt, dass man einfach, stabile Räumlichkeiten hat, in denen man lernen kann, plus fließendes Wasser, Zugang zu sauberem Wasser, für bessere hygienische Bedingungen, dass man auch einfach gesund lernen kann. Ähm, ja, das wollen wir zusammen bauen, damit Genau. diese, Schule, also das Engagement, das es quasi vor Ort gibt, dass das gestärkt wird, dass der Wille zum Lernen, der da ist, dass der gestärkt wird und, so umgesetzt werden kann, dass da auch perspektivisch was Richtiges entstehen kann, und ja, Menschen heranwachsen können, die, Bildung, genossen haben, um, ja, Zukunft gestalten zu können. Ja. Um das noch mal ein bisschen zu ergänzen für euch, die ihr jetzt zuhört und zuschaut, genau, also Sabine sagt ganz bescheiden Schule. Wir würden das einen Schulkomplex nennen, weil es geht nämlich nicht nur um 3 Klassenzimmer, sondern ich glaube 11 insgesamt. Ich habe es jetzt Ja, nicht noch mal ganz ja, durchgelesen, aber es geht im Prinzip um die komplette Grundbildung. Also, es geht um einen Kindergarten und eine Grundschule und idealerweise dann eben noch die Junior High School. Das ist das im Prinzip, was das ghanaische Gesetz auch vorgibt, dass man bis dahin zur Schule gehen sollte. Aber wir wissen alle, dass dem Gesetz häufig nicht Genüge getan wird, sondern die Realität einfach ganz anders aussieht. Genau, und wir machen das gemeinsam mit Sabine und ihr kennt ja im Prinzip jeder, der uns zuhört und uns ein bisschen kennt, wisst ja, dass wir das mit den Einheimischen umsetzen. Also sprich, das, die ganze, ich sag mal, Projektleitung hier und Kommunikation geht alles über Sabine. Da blenden wir euch unten in den Shownotes den Link ein, auch zur Webseite. Sabine hat eine total tolle Spendenaktion ins Leben gerufen. Wo stehen wir da jetzt, Sabine? Weißt du das zufällig? Ich habe heute ja, noch bei mal geguckt. 22.000. Genau. Also, Also, das möchte ich doch hier jetzt noch mal ganz laut und deutlich sagen. Jeder, der das jetzt zuhört und was machen möchte, und damit meine ich jetzt nicht mit uns in Ghana, sondern der meint, er möchte was machen. Er möchte seiner Nachbarin helfen oder im Nachbarort oder irgendwo irgendjemanden, der ihm oder ihr am Herz liegt. Jetzt habt ihr von Sabine gehört und Sabine hat das geschafft, mittlerweile schon 22.000 Euro zusammenzukriegen. Ja? Ich will damit nur sagen, dass ja mein typisches Motto geht nicht, gibt's nicht, sondern das Engagement, was dahinter steckt, zeigt einfach, was möglich ist. Und wenn man wirklich was will, dann geht das auch. Und da möchte ich einfach das nochmal unterstreichen und jeden motivieren, der zuhört. Lasst euch nicht unterkriegen, denn wenn man erstmal angefangen hat, auf einmal fallen einem Leute vor die Füße, so wie ich quasi Sabine vor die Füße gefallen bin und sie mir, kann euch das in eurem Leben auch so gehen. Ne? Das war jetzt mein Wort zum Sonntag, aber es ist einfach wirklich so. Mein Leben und meine Arbeit hier und was ich mache, zeigt das einfach immer wieder, dass wenn man guckt und auf einmal findet man Menschen, die einem unterstützen. Und so machen wir das jetzt. Also unser Team, Victor und Co., ihr kennt die alle, die setzen dann das Projekt baulich um. Ne? Ihr wisst alle, dass wir nicht mit anderen Bauunternehmern arbeiten, damit wir eben die Spendengelder so sinnvoll ansetzen, dass dann eben sich da keiner, wenn ich jetzt bereichern sage, ist das natürlich ein falsches Wort, weil jemand, der eine Serviceleistung anbietet und dafür dann bezahlt werden will, ist das gut. Schafft ja auch Arbeitsplätze, aber wir gehen halt mit Spendengeldern um und müssen schauen, dass wir mit möglichst wenig möglichst viel machen. Und natürlich werden die Schreiner, Anstreicher, Klempner und so weiter, die werden ja alle für ihre Arbeit korrekt und so weiter entlohnt. Es will aber eben keiner noch zusätzlich Gewinn daran machen. Und das ist einfach das, was ich gerne nochmal unterstreichen möchte. Genau. Aber diese ganze das Herzblut und die Initiative kommt von Sabine und ich glaube mittlerweile auch einen ziemlich breit gefächerten Unterstützerkreis, die einfach dich kennen und das gesehen haben. Ich habe auch gesehen, es war schon viel in der Presse. Also mein Aufruf ist jetzt hier, unterstützt Sabine. Wie gesagt, wir packen euch den Link in die Shownotes. Das ist ein total tolles Projekt. Das ist authentisch. Das ist von jemandem, der mal hier war und sich entschlossen hat, einfach aus Deutschland und aus seiner Situation heraus zu helfen.
Ich würde dir dann, Sabine, gerne quasi das letzte Wort geben, bevor ich uns dann hier vielleicht verabschiede. Ähm, Was magst du gerne noch deinen bisherigen Unterstützern vielleicht, die das ja mit Sicherheit alle hören werden, hier auch sagen, und denen, die jetzt überlegen und sagen, auch Mensch, das ist so ein tolles Engagement. Naja, wenn Madame das macht, dann ist es halt auch solide gebaut. Ist ja auch einfach wichtig, ne, dass uns das Ding nicht auf den Kopf fällt. Bitteschön, the floor is yours. Oh, es gibt noch so viel, was ich sagen möchte. Zum einen, ganz großes Ich habe noch Dankeschön Kaffee, an ist noch drin. ja, sehr gut. Großes Dankeschön an dich, Bettina und Madame Pogane und, deine Hörerinnen und Hörer wissen das sicherlich alle, aber ich möchte auch noch mal unterstreichen, was für eine tolle Arbeit Madame vorher leistet, weil ich das jetzt auch, live und in Farbe und, richtig vor Ort noch mal sehen, konnte und das ist ganz berührend und aber auch wahnsinnig beeindruckend, wie viele Menschen, ähm, neben Bettina selbst natürlich, wie viele Menschen da ganz viel Lebensenergie und Lebensengagement in all diese Projekte reinstecken. Das ist so beeindruckend und ich bin so dankbar, dass ich euch als Partner gefunden habe, weil man braucht natürlich solide Partner für so ein Projekt, damit es auch wirksam ist, damit alles transparent ist. Und das macht ihr. Von daher ganz großes Dankeschön und das wissen sicherlich alle, aber hiermit leiste ich meinen Beitrag, um zu sagen, es ist wirklich so. Ich habe es live gesehen und erlebt und ja, unterstützenswert, jedes dieser Projekte. Ja, allen, die bisher schon unterstützt haben, natürlich auch ein ganz großes Dankeschön. Und da geht es mir, wie du auch gesagt hast, mir sind jetzt auf dem Weg schon viele Menschen vor die Füße gefallen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Manchmal denkt man, bei dem oder mit derjenigen klappt es bestimmt und da passiert nichts und auf einmal kommt aber jemand ganz anderes um die Ecke und hat eine Idee oder bietet Hilfe an. Und das sind so ganz wertvolle Begegnungen und Erfahrungen, die dann auch ganz viel Freude machen. Und das ist immer wieder schön zu sehen, einfach wenn Menschen zusammenkommen, was man so alles auf die Beine stellen kann. Es gibt einfach doch sehr viel Potenzial in dieser Welt zu helfen und was Gutes zu tun. Ist gar nicht so schwer. Man muss nur miteinander ins Gespräch kommen und dann kann was entstehen, womit man gar nicht gerechnet hat. Ähm, von daher, ja, an alle, die schon mit unterstützen, ganz großes Dankeschön, dass ihr auch eine Leidenschaft für sowas entwickelt und euren Beitrag dazu leistet. Und an alle, die das jetzt hören und sich dafür interessieren, hinterlege auch gerne, dass ich auch jegliche Form von Hilfe gebrauchen kann. Also natürlich zählt jede Spende, jeder einzelne Cent, aber für mich sind auch Kontakte und Ideen hilfreich, weil auch da bin ich noch ganz am Anfang, habe sowas noch nie gemacht. Ich robbe mich da auch so Schritt für Schritt an. Wie kriegt man überhaupt Reichweite für ein Projekt? Mit wem muss man sprechen? Wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, an Unterstützer zu kommen? Und da hilft auch einfach jede Idee. Also man kann mich super gerne kontaktieren und sagen, ich kenne XY oder lass uns doch mal das machen oder hier ist die Firma oder also es helfen auch Ideen und Kontakte. Also jeder, also das Wichtigste glaube ich, dass einem, wenn man egal was, gibt ja keine Konkurrenz in der Hilfe. Jedes Projekt, sei es um die Ecke oder eben am anderen Ende der Welt, ist wichtig und wertvoll. Und das Wichtigste ist dabei, glaube ich, dass es einem nicht gleichgültig bleibt, wenn man davon hört. Also alle, die davon hören, ich würde mich freuen, wenn es euch nicht gleichgültig bleibt, ganz egal, welche Möglichkeiten man hat, da mitzumachen oder mitzuhelfen. Ähm, ja, und was noch wichtig ist mir, glaube ich, zu sagen, dass ich so sehr an Bildung glaube. Das ist, glaube ich, die Grundmotivation bei dem ganzen Projekt, dass, ja, wenn man sich umschaut, passiert leider momentan nicht so viel Schönes in der Welt. Man muss sich selber auch immer wieder suchen, wo ist die Hoffnung in dieser Welt. Und ich glaube, der Grundstein ist die Bildung dafür. Also wenn wir uns nach Frieden sehen, wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehen, dann fängt das alles immer bei Bildung an. Und deswegen glaube ich, dass dieses ist ein Projekt, dieses Schulinstitut ist ein ganz, 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 ganz kleines Projekt, was aber für mehr Bildung sorgen kann. Und wenn es nur dieses eine kleine Dorf ist, bei den Menschen entstehen, die etwas mehr Bildung genießen konnten und in ihrem eigenen Lebensweg für ihre Familien und vielleicht für die ganze Gemeinschaft ein bisschen mehr bringen für die Zukunft, ein bisschen mehr Teilhabe ermöglichen, dann gibt man diesen kleinen Funken mit in die Welt, der zu ja, mehr Frieden und Gerechtigkeit führen kann. Das ist, glaube ich, so mein Herzensantrieb, weshalb ich wirklich glaube, dass sowas sehr sinnvoll ist. Dieses, wie so viele andere Projekte in der Richtung Bildung, was Madame Fugana ja auch ganz viel macht. Ich danke dir, liebe Sabine. Das ist ein total schönes Schlusswort, dem ich
nichts hinzuzufügen habe, außer dass ich euch natürlich wie immer am Ende bitte, uns zu schreiben. podcast@madamfo-ghana.de, aber auch gerne über unser normales Kontaktformular auf der Webseite. Bitte teilt diesen Podcast, insbesondere diesen Podcast. Subscribed, gibt uns eine Bewertung, natürlich gerne eine sehr gute, aber für Kritik sind wir immer offen, weil wir können ja nur besser werden. Bitte folgt uns auf Instagram und Facebook und neuerdings auch auf LinkedIn, für wen das interessant ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal allen einen schönen Resttag. Ich danke dir total, Sabine, dass du in deinem ganzen täglichen Stress auch noch die Zeit gefunden hast, dich jetzt mit mir so zu unterhalten. Danke, das Netz ist nicht abgebrochen und euch allen wünsche ich einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Tschüss.